Ein neuer Abschnitt beginnt. Es geht nach Südamerika. Um hierher zu kommen, haben wir unseren Mercedes-Camper von Colón in Panama bis nach Cartagena in Kolumbien verschifft. Und genau dahin nehmen wir euch in diesem Video mit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das soll ja ganz besonderes Flair haben. Gestern Abend hatten wir das Problem, dass wir vielleicht keine Versicherung bekommen hätten. Wir haben 10 Uhr und eigentlich sollten wir um 8 Uhr unseren Camper abholen. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr ganz am Zeitplan gewesen. Ja, ich bin nochmal ausgestiegen. Feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Wir haben es nach Kolumbien geschafft. Wir sind jetzt in Medellin am Flughafen und standen jetzt über 2 Stunden an der Immigration an. Die Schlange war einfach mega lang und es waren ganz wenige Schalter auf. Aber wir haben es jetzt geschafft und jetzt geht in ungefähr ein bisschen mehr als einer Stunde unser Flieger nach Cartagena. Das Schiff ist auch schon da. Das heißt, vielleicht wird der Camper heute noch ausgeladen. Und dann können wir hoffentlich morgen mit dem Prozess starten, dass wir das Fahrzeug so schnell wie möglich wiederbekommen. Vom Flughafen aus ging es mit dem Uber zu unserem kurzfristig gebuchten Airbnb. Die Wohnung, die wir uns wieder mit Jasmin und Raffi teilten, war nichts Besonderes. Dafür war der Rooftop des Hochhauses inklusive Pool unschlagbar und unser erster Blick auf die Stadt einfach toll. Wir waren jetzt gerade beim Agenten, mussten eigentlich nur ein Dokument unterschreiben und haben auch schon mal bezahlt. Entspannte 4,7 Millionen waren es, aber also ist schon relativ teuer, aber ja, der Umrechnungskurs ist jetzt auch nicht so der beste mit 1 zu 5.000 ungefähr. Ja, jetzt haben wir im Prinzip erstmal frei bis heute Nachmittag, dann müssen wir zum Zoll und dann können wir wahrscheinlich am Freitag unser Auto abholen. Also heute ist Mittwoch, das heißt morgen haben wir wahrscheinlich nichts zu tun, wir werden ein bisschen Sightseeing machen. Und am Freitagmorgen unser Auto abholen. Wir sind zurück in unserer Unterkunft. Da hinten ist sie. Und jetzt fahren wir einmal im Aufzug nach oben und gehen mal in den Pool auf dem, was ist es, 30. Stock. Also los. Also wir hatten uns ja kurz gefragt, ob sich eine Unterkunft mit Pool lohnt. Aber dieser Pool hier, also der ist schon wirklich krass. Also ich glaube, auf unserer Reise würden wir uns sowas auf jeden Fall sonst nicht leisten. Der ist so schön und mit dieser Aussicht. Und der ist auch relativ tief, also irgendwie 1,40. Auch lang, also man könnte ja auch Bahn schwimmen. Ist schon richtig Luxus. Die Küstenlage macht Cartagena ganz besonders. Mit der Lage am Karibischen Meer findet man hier ganzjährig warme Temperaturen zwischen 25 und 32 Grad. Neben der gut erhaltenen Altstadt im Kolonialstil finden sich aber auch moderne Viertel wie Boca Grande, die mit ihren Hochhäusern und Strandpromenaden ein wenig an Miami erinnern. Dann ging es für uns mit dem Uber zum Hafen, da unser TIP, also das Temporary Import Permit fürs Fahrzeug, bereit lag zur Abholung. Und dieses brauchen wir zwingend, um eine Versicherung abzuschließen, die wir für die Abholung des Fahrzeugs brauchen. Für die Versicherung ging es dann noch in die Altstadt. Leider waren wir für heute zu spät. Aber wenn wir schon mal hier sind, schauen wir uns noch kurz um und lassen den Abend dann auf unserer Dachterrasse ausklingen. Ganz nicer Blick von der Versicherung. Wir waren gerade bei der Versicherung. Gestern Abend hatten wir das Problem, dass wir vielleicht keine Versicherung bekommen hätten und jetzt sieht es aber wieder ganz gut aus. Wir waren jetzt hier vor Ort bei einer Versicherung und ja, es hat ein bisschen gedauert. Wir waren jetzt fast 1,5 Stunden da, ja, ein bisschen mehr sogar. Und jetzt sieht es so aus, als könnten wir bezahlen gehen und dann bekommen wir unsere Versicherung, also das Sort.
Ohne das bekommen wir unser Auto nicht aus dem Hafen. Deswegen hatten wir gestern schon ein bisschen Panik, dass wir das Auto nicht vor Freitag abholen können und dann bis Montag warten müssen. Der Bezahlprozess ging super easy und dann hat es mit der E-Mail, dass wir digital unser SOAT bekommen sollten, nicht geklappt, aber die haben uns das dann einfach ausgedruckt. Von daher hat das jetzt auch funktioniert. Wir haben alles unserer Agentur übersandt, sodass wir hoffentlich morgen früh das Auto abholen können. Bedeutet, wir haben jetzt den Rest des Tages frei und wollen uns jetzt diese schöne Stadt anschauen. Es soll ja ein ganz besonderes Flair haben. Wir haben Top-Wetter, es ist eigentlich schon wieder viel zu warm. Ja, aber bisher ist der erste Eindruck echt super, es ist richtig schön hier. Und ja, wir schauen mal, was es hier noch so alles zu entdecken gibt. Cartagena wurde 1533 gegründet und war einer der wichtigsten Häfen der spanischen Kolonialzeit. Von hier aus wurden über Jahrhunderte Gold und Silber nach Europa verschifft. Die Stadt zählt heute rund 1 Million Einwohner und die vollständig erhaltene Altstadt mit ihren Stadtmauern gehört seit 1984 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Cartagena verbindet also karibisches Strandleben, koloniale Geschichte und modernes Stadtleben und ist damit wohl eine der vielseitigsten Städte an der Karibikküste Südamerikas. Nachdem uns die Altstadt wirklich gut gefallen hat, haben wir uns entschlossen, den Abend in einem sehr lebendigen Stadtviertel zu verbringen. Gethsemani. Das Viertel ist bekannt für bunte Street Art, kleine Cafés und lebendige Plätze. Abends füllt es sich mit Musik, Tänzern und Straßenständen. Hier gehen wir etwas trinken, probieren Streetfood und genießen einfach das Treiben dieses Viertels. Guten Morgen. Wir haben 10 Uhr und eigentlich sollten wir um 8 Uhr unseren Camper abholen, aber das hat leider nicht funktioniert, weil scheinbar gab es da keinen Termin. Die Gründe waren irgendwie ein bisschen komisch, aber ja, wir haben die Hoffnung, dass wir ihn heute Nachmittag abholen können. Infos dazu haben wir noch nicht. Die sind aktuell ein bisschen sehr spärlich. Hoffen wir mal, dass sie jetzt gleich in den nächsten Stunden noch kommen. Das Gute daran, wir konnten jetzt den Pool hier heute Morgen nochmal nutzen. Der macht erst um 8:30 Uhr eigentlich auf, deshalb war Frühschwimmen mit einem Termin um 8 im Hafen nicht drin. Ja, jetzt haben wir die Aussicht nochmal genossen und ein bisschen geschwommen und haben den Tag so gestartet und hoffen halt, dass jetzt die Infos so langsam reintrudeln. Wir stehen vorm Office. Gefühlt haben wir den ganzen Tag gewartet. Jetzt ist 3 Uhr und gleich soll unser Fahrer kommen, der uns zum Hafen bringt. Und dann können wir wohl tatsächlich heute unsere Fahrzeuge abholen. Das war schon ein bisschen nervenaufreibend, weil eigentlich warten wir seit 8 Uhr morgen auf das Go. Und das ist dann tatsächlich so um 1:30 gekommen. Also drückt uns die Daumen, dass gleich alles klappt. Und dass das Auto auch noch ganz ist. Keine Beschädigung hat. Es geht los in Richtung Hafen. Ah, da hinten ist wieder Asphalt. Vielleicht war es eine Abkürzung. So, Jasmin und ich wurden jetzt hier bei der Tankstelle abgesetzt. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr ganz am Zeitplan gewesen. Also kurz nach 4 waren wir jetzt hier. Genau, und es hieß, so eine Stunde wird das ungefähr dauern. Ja, jetzt sitzen wir hier an der Tankstelle und hoffen mal, dass bei den Jungs alles klar geht und sie die Autos unbeschadet und möglichst schnell aus dem Hafen holen.
Aber dazu wird Martin sicherlich gleich berichten. Aber wieder mal ein neues Fahrzeug. Neu. Ja, ein anderes meine ich jetzt. Ich bin im Fahrzeug und jetzt starten wir den Motor. Läuft gut. Raffi ist auch am Start. Das heißt, wir können jetzt losfahren. Da stehen noch die anderen Fahrzeuge und da vorne fährt Raffi raus. Also es hat jetzt tatsächlich 1 Stunde 20 gedauert, bis wir unser Fahrzeug bekommen haben, von der Zeit, als wir angekommen sind. Und der Tachostand ist bei 86.244,1. Können wir mal einblenden, wie viele Kilometer wir wirklich im Hafen gefahren sind. Oder während der Verschiffung. Passt ja nichts mehr, Freunde. Das sieht aber sehr, sehr gut aus, Freunde der Sonne. Da war auf jeden Fall keiner drin. So, 1,5 Stunden später stehen Jasmin und ich jetzt hier draußen an der Tankstelle, weil die Jungs geschrieben haben, es geht los. Es sieht alles gut aus, sie kommen jetzt aus dem Hafen. Und ja, jetzt erwarten wir sie natürlich hier mit unseren Zuhause. Da kommt Jasmin wieder. Die hat jetzt gerade noch 2 Siegesbiere geholt. Wir sind ein paar Meter gefahren, aber ja, jetzt müssen wir mal wieder warten. Was willst du machen? Unser Fahrer, also unser zweiter Fahrer, der vom Hafen, der hat uns jetzt mit dem Golfkart zu den Autos gebracht und wir sind losgefahren. Und jetzt ist er weggefahren und hat gesagt, wir sollen warten. Mal schauen, was passiert und wie lange es noch dauert. 17:36 Uhr, in einer Stunde Sonnenuntergang. Wir fahren noch eine halbe Stunde zum Campground, also wird es langsam Zeit. Einkaufen kann man auf jeden Fall streichen heute, das schaffen wir auf gar keinen Fall mehr. Der nächste Prozessschritt folgt. Ich habe schon gar kein Gefühl mehr im Fuß. Wir dürfen uns jetzt an die Schlange zum Ausfahren stellen und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Erstmal warten. Das ist vielleicht der vorletzte Schritt vorm Ausfahren. Dann noch einmal zum Pförtner ganz vorne und dann kommen wir vielleicht raus. Ja, ich bin nochmal ausgestiegen. Das dauert scheinbar noch was. Gleich 6 Uhr. So, Raffi steht jetzt am Häuschen und scheinbar brauchen wir nochmal den Pass. Den haben wir heute schon 18 Mal gebraucht. Raffi kann fahren. Der Prozess ist schon langsam, ey. Sie tippt jetzt irgendwas. Keine Ahnung was. Jetzt haben wir noch eine Fliege hier drin. Okay. Stempel ist richtig. ¿Cómo? Firma y número de pasaporte. Ah, sí. Okay, es ist noch jemand da, der muss das kontrollieren. Raffi ist fertig, dann dauert es nochmal 2 Minuten von mir. Buenas. ¿Pasaporte? Okay, listo? Gracias, hasta luego. Okay, das ging schnell. Dann fahren wir mal aus dem Hafen raus. Wupp, wupp, wupp. Wir fahren jetzt mal zur Tankstelle, wo Jessie und Jasmin warten. Meinen Rucksack habe ich nicht, aber angeblich soll unser Fahrer da gleich hinkommen.
Wir sind mal gespannt. Wäre ungünstig, ist die Drohne und der Laptop drin. Hätte ich es mal besser bei Jesse gelassen, aber ich hatte gedacht, vielleicht brauchen wir noch ein paar Papiere. Also nehme ich mal die Rucksack mit. Naja, gut. Also fahren wir mal. Ist hier irgendwie nur einmal die Schotterpiste raus. Auch unerklärlich, wieso es zum Hafen eine Schotterpiste gibt, aber gut. Und dann hoffen wir mal, dass der Fahrer da hinkommt. Schließlich haben wir immer noch Helm und Weste. Vielleicht brauchen wir das ja auch wieder. Da kommt der. Endlich. Wir warten auf unsere Sachen und ich glaube, er kommt wirklich da. Und das wird unser Schlafplatz für heute Nacht. 18:37 Uhr und wir sind fertig. Und ich mache jetzt noch die Wand raus. Jesse hat gerade noch Wasser geholt, weil kann man nämlich kein Wasser tanken. Und dann werden wir, glaube ich, früh schlafen gehen. Damit haben wir die Verschiffung also geschafft. An dieser Stelle noch ein großes Danke an Jasmin und Raffi für die schöne gemeinsame Zeit und das gemeinsame Durchstehen der Verschiffung mit allen Höhen und Tiefen. Guten Morgen. Die Nacht war so semi, aber eigentlich eher was heiß war. Die Musik war eigentlich ganz okay. Und ich habe jetzt gerade mal hier schon mal Joghurt gekauft. Gibt es nämlich hier im Supermarkt. Im Supermarkt, in der Tankstelle. Und jetzt werden wir gleich frühstücken und dann losdüsen. Kurz vor 7. Ja, halbe, dreiviertel Stunde sind wir unterwegs. Also im Hafen war es auf jeden Fall ultra staubig. Die Solarpanels sind ja so dreckig. Also übrigens die Hauptzufahrt zum Hafen. Wir sind jetzt losgefahren, kurz nach 8. Und ja, die Hauptzufahrt zum Hafen ist scheinbar eine Schotterpiste. Also vor uns ist Hafengelände, links ist Hafengelände und hier ist alles Schotter. Und es staubt natürlich wie Sau. Wir haben es jetzt auf die Mautstraße geschafft und die ist auch wirklich ganz gut. Wir fahren jetzt Richtung Süden, aber für das Video war es das jetzt erstmal. Vielleicht noch ein kurzes Fazit zur Verschiffung. Also eigentlich hat alles gut funktioniert. Wir haben 8 Tage und 8 Stunden ungefähr zwischen Abgabe und Abholung. Da kann man sich, glaube ich, nicht beklagen. Es gibt Leute, die haben wesentlich länger gebraucht, vor allem bei Containerverschiffung. Und ja, eigentlich sind wir zufrieden. Nur ab dem zweiten Tag hätte Summit Cargo halt ein bisschen besser kommunizieren können, weil da war immer alles so in der Schwebe. Ja, wir wissen nicht so genau, wann wir abholen können. Wir müssen warten, bis der Hafen was sagt. Ja, ob das alles so stimmt, wissen wir nicht. Aber ja, es hat ganz gut funktioniert. Vielleicht hätten wir einen Tag früher abholen können oder vielleicht zumindest am gestrigen Morgen. Aber gut, wir haben unser Auto wieder, es ist unbeschadet und Lithium-Batterien waren wirklich echt kein Problem. Nur bei der Abgabe wurde es nochmal von unserem Agenten kontrolliert. Das heißt, wenn ihr Lithium-Batterien übers Daring verschiffen wollt, meldet euch bei IVSS. Das war nämlich der Einzige, der gesagt hat, es geht. Und sie hatten recht, alle anderen haben halt gesagt, es geht nicht. Und die hatten nicht recht, keine Ahnung, warum sie es gesagt haben. Also ja, hat alles gut funktioniert. Ist natürlich ein teurer Spaß, diese Verschiffung. Verschiffung an sich ist nicht günstig und dann brauchen wir natürlich noch eine Unterkunft und Flüge. Aber ja, das weiß man eigentlich vorher, wenn man diese Reise macht. So, das war's dann für das Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da und auch natürlich gerne ein Abo. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns nächste Woche in Medellin, glaube ich.